Das Release-Datum von dem vermeintlich nächsten Assassin's Creed AC Rift wurde verschoben. Außerdem ist derzeit ein neues Assassin's Creed Setting mit dem Namen Project Red in Entwicklung. Und Ubisoft liefert uns immer noch weitere Hinweise, die auf ein Origins DLC hindeuten. Alle Informationen gucken wir uns heute natürlich im Video an, also viel Spaß. Herzlich willkommen zu den wöchentlichen Assassin's Creed News. Jeden Sonntag liefere ich euch ab sofort die wichtigsten Informationen aus der Woche zum Thema Assassin's Creed. Also legen wir los. Project Red ist der neue Arbeitstitel von dem aktuellsten Assassin's Creed, welches sich derzeit in Entwicklung befindet. Zumindest laut Kotaku.com und Jason Schreier. Ich hatte ja gestern dazu auch ein Video gemacht, wo ich darüber gesprochen hatte. Dieses Projekt Red oder Project Red wird Teil von Assassin's Creed Infinity sein, zumindest laut den Aussagen von Jason Schreier. Man muss natürlich da bedenken, das ist keine offizielle Information, also immer schön eine Prise Salz mitnehmen dabei. Und weitere Quellen von Kotaku haben sich geäußert und gesagt, dass das Ganze in Asien spielen wird, dieses Setting. Nicht nur Kotaku und Jason Schreier haben sich dazu geäußert, sondern auch der Gaming-Journalist Jeff Grubb. Er hatte auch ein spezielles Setting genannt, nämlich Japan. Und ich finde, das ist sehr realistisch. Das ist ein Setting, wie ich auch schon in meinem letzten Video gesagt hatte, welches viele Fans erwarten und sich erhoffen. Diese Woche gab es nicht nur Leaks, sondern auch eine kleine Überraschung von Ubisoft an mich. Denn wie ihr wisst, ich war Teil der Mantis Guild von Assassin's Creed Valhalla und das war ein Programm, welches die passionierten Fans aus der Community unterstützt hat. Doch dieses Programm wurde am 13. Juli geschlossen. Leider Gottes, und ich bin ziemlich traurig deswegen, weil es war eine schöne Gruppe. Aber Ubisoft hat mir da eine kleine Überraschung geschickt, die ich eigentlich nicht so erwartet hatte. Ich weiß, ich bekomme noch ein Paket zum 15-jährigen Jubiläum, aber das habe ich nicht erwartet und ihr seht es jetzt hier. Sie haben mir eine kleine Schatulle geschenkt mit einer Medaille, mit einer Plakette, wo vorne Mantis Guild draufsteht, und wenn ihr die Rückseite euch anschaut, dann seht ihr das Logo der Mantis Guild mit dem Stern in der Mitte sowie einer Nummerierung. 130 Stück gibt es davon, 130 Mentoren, und ich bin in dem Fall die Nummer 22 und ich war sehr überrascht. Dazu noch die Karte mit einer kleinen Danksagung. Thank you for your time, energy and passion. We really appreciated having you on board and we hope you had a great time with us. See you around. Und das werde ich auch, denn ich bin ja Star Player 2.0, glücklicherweise. Ich wurde dort eingeladen in das neue Programm. Werdet ihr dann bald auch hoffentlich was hören dazu. Und die Rückseite ist viel interessanter, denn die deutet jetzt natürlich auch so ein bisschen darauf hin, was in der Zukunft kommen könnte. Denn warum sollten sie hier im Vordergrund Amunet platzieren? Ja, wir sehen hier im Vordergrund Amunet, links oben Shao Jun und rechts oben, ich glaube, Evie Fry. Da bin ich mir aber nicht sicher, mit den Sätzen Work in the dark to serve the light. Und für mich persönlich ist das natürlich so ein kleiner Teaser, dass da vielleicht etwas mit Amunet kommt, in Verbindung mit den letzten Informationen, die es dazu gibt, nämlich dass in den Datenbank-Einträgen von Steam Datenbank-Einträge mit dem Namen Amunet gefunden wurde. Höchst interessant auf jeden Fall, das ist der erste Hint, und ich werde euch im restlichen Teil des Videos noch einen weiteren Hint zeigen, der darauf hindeutet, dass Ubisoft das Origins DLC, das wir bekommen könnten, nicht wirklich aufgibt. Jetzt gibt es wieder eine schlechte Nachricht, denn der nächste vermeintliche Titel von Assassin's Creed Rift, wird verschoben nach hinten. Wir hatten am letzten Donnerstag, soweit ich weiß, einen Investor-Call, den Ubisoft alle 3 Monate mit seinen Aktionären hält, und dort wurden Informationen zu den Produkten von Ubisoft geteilt und wie es finanziell natürlich aussieht. Eine Information, die interessant war, war folgende. Wir haben uns entschieden, ein kleines, noch nicht angekündigtes Premium-Game im Jahr 2023-2024 zu releasen, welches eigentlich für das Jahr 2022-2023 geplant war. Und dank Jason Schreier wissen wir natürlich auch, dass es sich um das vermeintlich nächste AC Assassin's Creed Rift handelt. Ursprünglich war der Release für das vermeintlich neue Assassin's Creed für Februar, März 2023 geplant. Allerdings wurde das jetzt verschoben auf den Bereich Mai bis Juni. Und an sich ist das, glaube ich, auch eine gute Idee. Ich finde es persönlich sehr, sehr gut. Klar, wir müssen uns mehr gedulden. Wir wissen aber alle, wie es mit Valhalla ergangen ist, gerade zu Beginn, gerade in den ersten 4-5 Monaten. Das ganze Ding war auf jeden Fall sehr verbuggt. Wir wissen, dass das für Ubisoft, glaube ich, kein gutes Zeichen wäre, wenn sie das nächste Assassin's Creed nochmal so verhauen sollten. Das Studio hat
mehr Zeit angefordert und ich denke, das ist ein guter Schritt. Ich hoffe, es wird bugfreier, flüssiger und ich hoffe, weniger Mikrotransaktionen. Aber was ist eure Meinung dazu? Was haltet ihr von dieser, sage ich mal, Verschiebung nach hinten? Findet ihr sie gut oder findet ihr sie nicht so gut? Momentan feiert ja Assassin's Creed sein Jubiläum mit verschiedenen Themen zu verschiedenen Assassin's Creed Spielen. Und in dieser Woche ist das Thema Assassin's Creed Unity dran. Und auf Twitter haben sich die Entwickler was richtig Cooles einfallen lassen. Und zwar konntet ihr interaktiv an einem virtuellen Attentat mit Teil von sein und konntet euch per Umfrage entscheiden, wie ihr vorangeht. Ja? Hier zu Beginn konntet ihr euch entscheiden, okay, wie werdet ihr die Kathedrale betreten. Da konntet ihr dann euch entscheiden per Umfrage, entweder den Geheimeingang oder über das verschlossene Fenster. Dann hattet ihr die Möglichkeit zu entscheiden, wie ihr das Ziel eliminiert. Entweder über diese, ich weiß gar nicht, wie es in Deutsch heißt, diese Box, wo man ja seine Sünde gestehen kann, oder eben halt von den Seilen. Und dann konntet ihr natürlich auch noch entscheiden, wie ihr hier abhaut. Ja? Entweder über das Fenster oder die Eingangstür, der Klassiker eben, ne? Über 9000 Leute, beziehungsweise über 9000 Votes, ich kenne das deutsche Wort nicht mehr, gab es dort und ihr habt das Ziel natürlich erfolgreich eliminiert und das ist eine coole Sache, eine coole Idee auf jeden Fall. Außerdem, das möchte ich euch jetzt jede Woche so zeigen, gibt es ja ein neues Rätsel von diesen 12 Prüfungen. Ich habe 10 von 10 Punkten dort erreicht und zeige euch jetzt jede einzelne Frage. Ihr habt nämlich noch heute den ganzen Tag Zeit, das Rätsel zu lösen. Wenn ihr sagt, okay Pascal, ich finde es nicht cool, dass du diese Antworten teilst, dann sagt mir das gerne in den Kommentaren, dann höre ich damit nächste Woche auf. Aber ich mache hier auf jeden Fall mal ein Quiz mit euch durch. Ja, ich habe hier bei der ersten Frage, während er auf seinen Vater wartet, verfolgt der junge Arnaud ein Mädchen im Schloss von Versailles. Was soll er für sie stehlen? Habe ich einen Apfel natürlich geklickt. Ja. Die Frage Nummer 2, mit wem sind wir denn entkommen aus der Bastille? Natürlich mit Mr. Pisspot, Pierre Belek natürlich, ganz klar. Ja, das war hier, habe ich gesehen, da musste ich extra nachgucken. Das war, glaube ich, eine Koop-Mission. Bei diesem Frauenmarsch mussten wir diese Frauen beschützen und das war im Oktober, im 5. Oktober nämlich der Frauenmarsch. Während der Französischen Revolution wurden einige Leute hingerichtet, definitiv. Also Ludwig der 16. wurde definitiv hingerichtet, seine Frau auf jeden Fall auch. Und Fabre d'Églantine wurde dann später auch hingerichtet. Der einzige, der nicht hingerichtet wurde, aber trotzdem gestorben ist, war Jean-Paul Marat. Verbessere deine Schleichkünste und wähle die Fertigkeit, welche Schaden reduziert und dabei hilft, dich schneller aufzurappeln, nachdem du gefallen bist. Hier natürlich ist der Fuß die richtige Antwort, das richtige Symbol. Da können wir also gleich weiterspringen. Ein berühmter Moment, der das Ende der Revolution anzeigte. Wer war für die Abschaffung des Direktoriums verantwortlich? Ich habe zu Beginn nicht verstanden, was das Direktorium ist, aber das war im Grunde die Regierungsführung. Und hier war das natürlich Napoleon, der für den Putsch verantwortlich war. Wo Napoleon seinen Edenapfel versteckt hat, werde ich euch nicht zeigen. Das könnt ihr selber lösen. Ist super einfach die Antwort. Hinterlege den korrekten Betrag an Livre, um das gesamte Café Theatre zu verbessern. Hier ist es die Höchstanzahl 22.250. Das habe ich auch geraten und das hat auch gestimmt. Und hier diesen Song, das könnt ihr auch, glaube ich, selber beantworten. Da brauche ich euch nicht helfen. Viel Spaß beim Lösen. Und dann habt ihr nur eine Frage, die ist ziemlich tricky, weil die Karte, die ihr hier seht, eine alte Karte ist und nicht die Map von Assassin's Creed Unity. Aber im Grunde hier an der Position ungefähr, es muss nicht der genaue Bereich sein, aber das Café muss sich in diesem goldenen Rahmen befinden. Dort ist das Café de la Bivre. Ja, und dann habt ihr im Grunde, ja, so wie ich, 10 von 10 Punkte. Und habt auf jeden Fall eine höhere Chance, die Figur zu gewinnen, denn es gibt die Figur von Arnaud zu gewinnen. Da muss ich kurz mal gucken, nämlich The Fearless Assassin. Die Figur gab es damals für 40 € und die könnt ihr ganz easy gewinnen. Wenn ihr dieses Video bis hierhin gefeiert habt, dann lasst doch dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da und wenn ihr mich supporten wollt, keine weiteren News verpassen wollt, definitiv den Abo-Knopf drücken, da würde ich mich sehr drüber freuen. Lasst uns aber loslegen mit dem nächsten Thema. Neben Origins, was da noch kommt, ist auch etwas geteilt worden, nämlich wie ein Assassin's Creed Valhalla Entwickler eine Sprache, nämlich die ISO-Sprache entwickelt hat. From scratch, also er hat sie neu entwickelt und das ist wirklich eine interessante und krasse Geschichte. Antoine Henry hat das Ganze entwickelt, die ISO-Sprache, und das Ganze hat in einer Bar in Montreal mit Darby McDavid begonnen und hat aufgehört mit einem Collectors Edition Rätsel und vielen weiteren Rätseln, die wir und vor allen Dingen Access the Animus
gelöst haben und übersetzt haben. Eine wirklich schöne Geschichte, sehr interessant vor allen Dingen auch. Es ist ein sehr langer Text, es ist zu viel, um das zusammenzufassen, aber hier wird auf jeden Fall von Grund auf erzählt, wie er es geschafft hat, diese Sprache zu kreieren. Wer sich für die ISO-Sprache interessiert, haut doch gerne mal hier den Link in der Beschreibung an, da ist die Verlinkung zu den News. Ich hatte euch ja zu Beginn des Videos erzählt, dass Ubisoft uns weitere Hinweise auf ein kommendes Origins DLC geliefert hat. Das sind keine direkten Hinweise, allerdings hat es Ubisoft in der Vergangenheit ja oft getan, dass sie ein Spiel promoten wollen durch Collectibles in anderen Spielen oder in anderen Bereichen sogar. Zum Beispiel das Tattoo-Set oder das Schiffsset im ägyptischen Style oder zum Beispiel im Irland DLC hatten wir auch ein ägyptisches Set, welches wir kaufen konnten. Und auch jetzt in For Honor. Das gibt es im Grunde schon seit Juni mit der neuen Season 2 aus dem Year 6. Haben wir ja ein ägyptisches Setting bekommen. Ja, als allererstes einen Raider Hero Skin. Den gibt es schon die Figur, aber Bolthorn, der Verfluchte. Ein Wikinger, der verflucht ist, wahrscheinlich von ägyptischen Göttern. Und jetzt auch einen eigenen Charakter zum Spielen, nämlich einen Magi. Ja? Ein Magi Hero, den wir spielen können als Figur. Ich kenne mich überhaupt nicht mit dem Spiel aus, aber das ist für mich nochmal der Hinweis, okay, Ubisoft will den Fokus auf dieses Szenario legen, um vielleicht auch For Honor Spieler mal nach Ägypten zu holen, mal zu Assassin's Creed oder andersherum. Ubisoft legt dementsprechend den Fokus wirklich auf dieses ägyptische Setting. Sie möchten wirklich franchise-weit, also sei es jetzt in For Honor oder in Assassin's Creed Valhalla, möchten sie dieses Thema Assassin's Creed Origins nochmal so ein bisschen mehr in den Fokus setzen, und das machen sie nicht einfach so, weil das ein bekanntes Spiel ist oder weil es ein cooles Setting ist, sondern weil da sicherlich was kommen wird mit allen anderen Informationen, die ich euch hier in diesem Video genannt habe, die ihr euch anschauen könnt. Könnt ihr euch sicher sein, dass dort bald, und wenn sogar zur Celebration oder zum 10. September, dass dort auf jeden Fall was kommen wird. Es ist jedoch immer noch nicht bekannt, ob Ubisoft am 10. September auch etwas zu Assassin's Creed sagen wird oder ob das nochmal in einem speziellen Event stattfindet. Allerdings war es das für heute mit den wöchentlichen News. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag definitiv in einem neuen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal eure Meinung gerne unten hier in den Kommentaren da. Ich bin relativ müde und muss auf jeden Fall bald ins Bett. Also ich wünsche euch was bis dahin, und beim Abonnieren die Glocke nicht vergessen, da würde nicht nur ich mich freuen, sondern auch der liebe Eivor. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.